Welchen Impuls löst es bei euch aus, wenn so eine Nachricht kommt? Ja, da wollt ihr nachgucken. Dann seid ihr aber fast schon dem Köder an den Haken gegangen und vielleicht werdet ihr schon abgefischt. Halt's mal ein bisschen tiefer, Ja. tiefer, damit ich das Handy sehe, weil so sehe ich es nicht. Tiefer, tiefer, die Angel tiefer. Stopp! Was machst du denn? Ich hab's aber wieder, guck mal. Da. Und ich habe einen dicken Fisch gefangen, glaube ich. Den hole ich jetzt rein. Wer sich mit Internetbetrug besonders gut auskennt, ist der Carminator oder Carm. Du bist auf der guten Seite, aber du bist Betrugsberaterin. Wie kann das funktionieren? Naja, technisch gesehen bin ich Anti-Betrugsberaterin. Und mein Job besteht darin, eben Leuten zu zeigen, wie man Betrug bekämpft. Wie ist es denn heute bei Phishing? Fällt überhaupt noch irgendjemand auf diesen Prinzen von Zamunda rein? Naja, es ist nicht mehr der Prinz von Zamunda. Die Phishing-Attacken sind jetzt wesentlich cleverer geworden. Und es fallen sehr viele drauf rein. Also laut Umfragen, die wir gesehen haben, jeder Zweite eigentlich kann es nicht erkennen. Und Deutschland ist überhaupt weltweit auf dem 2. Platz für Phishing-Angriffe. Immer mehr Unternehmen werden ja jetzt auch angegriffen. Wie passiert das denn genau? Es geht auf verschiedene Ebenen. Eine davon ist, dass die Daten von Geschäftsführern von LinkedIn zum Beispiel geklaut werden. Wenn die irgendwo aufgetreten sind und ein Video entsteht, werden Deepfakes created. Und das bedeutet eben, dass man dann zum Beispiel plötzlich als Finanzleiter einen Videocall von dem Geschäftsführer bekommt. Der Geschäftsführer ist da dann auch drin und sagt, hey, ich bin gerade irgendwo in Thailand oder sonst wo und habe da einen super Partner gefunden und ich brauche einen Vorschuss von 1 Million zum Beispiel. Und jetzt würde man vielleicht denken, dass das keiner mitmachen würde, aber das hat tatsächlich in mehreren Fällen geklappt. Wie werden denn Unternehmen sonst noch angegriffen? Ja, man klaut eben denen ihre Shops. Es gibt sehr viele Fake-Shops, die so gut sind, dass ich die als Otto-Normalverbraucher nicht unbedingt unterscheiden kann, die aber dann vielleicht die Preise ein bisschen senken. Und wie das dann den Händler betrifft, ist nicht nur, dass dieser Fake-Shop besteht, sondern dass eben auch diese Websites oft genug genutzt werden, um die Daten der neuen Kunden zu klauen. Ja, du hast auf den Marktplätzen hast du noch Probleme, dass eben die Verkäufer plötzlich ein Schreiben bekommen von dem Marktplatz, wo es eben heißt, wir haben da ein Problem mit der oder mit dem Zahlungsmittel, das sie anbieten, können wir vielleicht mal über E-Mail reden oder über WhatsApp wieder. Also das Ziel ist dann immer, die Person von dem Marktplatz runterzubringen, wegzuleiten und dann irgendwie die Bankdaten rauszufinden. Wir brauchen eine neue Kontonummer zum Beispiel oder sowas. Was bei Betrug auf der technischen Seite passiert, das erklärt uns jetzt der Betrugsspezialspezialist Lars. Was genau machst du hier? Ja, moin. Genau, ich bin Anti-Fraud-Consultant. Ich berate intern und extern zu Betrugsthemen und habe so einen Fokus eher auf die technischeren Facetten des Ganzen. Und wie Phishing genau funktioniert und was da so im Hintergrund abläuft, das können wir dir jetzt mal ein bisschen zeigen und ein paar Beispiele uns anschauen. Das, was du mir jetzt zeigst, ist alles Fake. Ja, nicht alles. Ich habe gleich noch eine kleine Herausforderung für dich mitgebracht. Da haben wir Fake-Shops und echte Shops nebeneinander gelegt und da kannst du mal gucken, wo du eher einkaufen würdest und wo du dein Geld lässt. Ja, dann legen wir mal los, komm. Genau, hier haben wir klassische E-Mails, die sind mal mehr oder mal weniger gut gemacht. Das ist jetzt eine ziemlich schlechte E-Mail. Das Ganze wird unter Nutzung von KI immer besser. Hier jetzt nochmal andere E-Mails, die auf eine Dringlichkeit hinweisen, Ja, Cloud-Sicherheitswarnung. Ja, ich sehe es. Ja, Letzte unbedingt Benachrichtigung, jetzt, ganz genau. gefährlich hier. Jetzt sofort müsst ihr was machen. Wir haben aber auch Log-Angebote, so ADAC oder der ADAC wird hier genutzt. Und da heißt es, jetzt kann ich hier mein tolles, hochwertiges Angebot nutzen.
Ich kriege sehr viele E-Mails vom ADAC, dass ich als Mitglied hier tolle Prämien kriege. Ich bin gar kein ADAC-Mitglied, deswegen falle ich da nicht drauf rein. Ein sehr prominentes Beispiel, da ist die Frankfurter Sparkasse Opfer geworden, indem ihre Identität geklaut wurde. Und in ihrem Namen wurde eine neue Anlageplattform eröffnet. Und die wurde PR-seitig richtig gut beworben von den Betrügern. Und zwar so gut, dass das Ganze auch im Handelsblatt gelandet ist. Und diese Nachricht wurde natürlich von diversen anderen Nachrichtenportalen aufgegriffen. Und bei Trustpilot gab es Bewertungen. Also wenn ich als Kunde unterwegs bin, nach einer neuen Anlageplattform suche und ich auch wirklich Recherche betreibe, um nicht auf Fakes reinzufallen, diese Google-Suche würde mich eigentlich sehr positiv stimmen, dass ich da mein Geld lassen würde. Genau, ich habe jetzt mal ein paar Beispiele mitgebracht. In diesen Beispielen habe ich immer einen Fake-Shop mir rausgesucht und einen passenden echten Shop mit den richtigen Produkten dazu. Du kannst jetzt mal überlegen, ob du hier lieber Küchenzubehör, Brennholz, Blumen, Kameraequipment oder halt Geschenke shoppen möchtest. Und dann kannst du mal gucken, ob du hier bei dem Ganzen erkennst, was fake und was echt ist. Auf den ersten Blick erkenne ich gar nichts. Sie sehen alle super aus. Erster Blick, wow. Genau, wir können ja mal jetzt bei den Kameras hier mal genauer hingucken. Auf den ersten Also Blick. hier fällt mir auf, die sind extrem reduziert im Preis. Da wäre ich jetzt vorsichtig, die sind ja ein Viertel vom Preis. Wäre ich jetzt ein bisschen, aber trotzdem, er sieht gut aus, der Shop. Auf der anderen Seite, ja, da sind die Preisreduktionen verständlicher, würde ich sagen. Also erster Eindruck, die Seite wirkt echter, ist aber komplett vollgepackt. Also Ja, genau, also beide Seiten haben hier unten, das kann man ganz gut sehen, hier haben wir von Trustpilot Google ein Siegel, Ja. vertrauenswürdiger Händler, hier haben wir Trusted Shops und Idealo Siegel. Wir haben hier verschiedene über uns Informationen, du kannst dir das Impressum angucken. Es gibt Handelsregister-Einträge zu beiden Shops. Spannend sind die Zahlungsmittel. Für gewöhnlich sagen alle Shops, die bieten dir alles an Zahlarten an. Bei Fake-Shops wirst du in der Regel zum Ende des Bestellprozesses darauf hingewiesen, dass du nur per Vorkasse zahlen kannst, obwohl du davor per Rechnung ausgewählt hast. Das Problem ist, wenn es ein Fake-Shop ist, der wirklich nur deine Daten abgreifen möchte, diese Info, du kannst nur per Vorkasse zahlen oder es geht vielleicht auch einfach durch, die erfolgt ganz am Ende im Checkout. Da hast du bereits alles an Daten angegeben. Also wenn du mir jetzt sagst, dass eine Seite falsch ist, würde ich mich auf die Seite auf der linken von cameragearshop.de setzen. Ich weiß nicht, die ist mir irgendwie ein bisschen zu neu und die Rabatte sind mir zu hoch. Da liegst du tatsächlich richtig. Also die linke Seite von Camera Gear Shop, das ist ein bekannter Fake-Shop. Aber wenn du jetzt einfach rein nach Produkten suchen würdest, im Zweifelsfall einen AI-Agent losschicken würdest, cool, das günstigste Angebot, die würden da ziemlich sicher drauf reinfallen. Solche Fake-Shops landen auch gerne mal bei Google, kriegt man ja oben dieses Shopping-Rondel und da landen auch gerne mal Fake-Shops, wenn die gut gemacht sind, ja. Wieso fallen jetzt überhaupt noch so viel kluge und ich sage jetzt auch mal finanzgebildete Menschen auf diese Phishing-Tricks rein? Weil es Emotionen nutzt, weil sie Betrüger immer Emotionen nutzen. Das bedeutet, da ist eine Art von Bauchreaktion dabei. Ein Bekannter von mir hat eine WhatsApp bekommen von einer fremden Nummer und es war sein Sohn, der sagte, Papa, ich habe mein Telefon verloren, ich stehe jetzt gerade an der Bank und brauche unbedingt 500 €, um eine Rechnung zu zahlen. Und sofort er die 500 € überwiesen. Nicht wahr? Doch. Der hat die nicht überwiesen. Hat sie überwiesen und hat dann aber, nachdem er sie überwiesen hatte, gedacht, Moment. Danach. Und hatte Glück, er ist zu seiner Bank gegangen, die haben das tatsächlich noch zurückholen können. Hast du Ratschläge, wie wir es besser machen können? Ja, also das allererste ist, eben nicht sofort mit Emotionen zu reagieren, sondern sofort auf die Logik zurückzugehen und zu sagen, Moment. Das Zweite ist, wenn ich auf irgendeiner Plattform oder ein Marketplace einkaufe und jemand probiert mich von dieser Stelle runterzubringen und zu sagen, hey, jetzt reden wir mal über WhatsApp oder sonst was. Niemals. Das Dritte ist,
Es gibt keinen Händler und keine Bank der Welt, die mir eine E-Mail schicken, wo ich irgendwas von meinen persönlichen Daten eingeben muss. Wird nicht passieren. Und im Zweifel eben halt immer auf die Website direkt gehen, einloggen, sehen, habe ich da eine Nachricht. Und das Letzte ist, ja manchmal bei den Schnäppchen, wenn es zu gut ist, um wahr zu sein, ist es das vielleicht. Also wenn das neue iPhone für 1.100 € rauskommt und ich sehe das ein paar Tage später auf irgendeinem Marktplatz für 500 oder 400 angeboten, dann sage ich nicht Hurra, sondern nein, kann gar nicht sein, Vorsicht.